Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen, liebe Zuschauer oder doch eher Zuschauer und Zuschauerinnen. Oder sollte ich, weil geschlechtsneutral, ZuschauerInnen sagen? Aber ist es das wirklich? Ist ZuschauerInnen wirklich geschlechtsneutral? Das ist das Thema heute. Gender, Substantiv, Gender, Verbum. Wer hätte gedacht, dass eine einfache Frage, die mir gestellt wurde, nämlich was hältst du von der Gendersprache, so viel Arbeit macht? Ich habe das nicht gedacht. Meine erste Antwort war auch nichts, ohne mich mit diesem Thema jemals befasst zu haben. Aus dem heutigen Standpunkt fällt meine Antwort ziemlich differenzierter aus, glaubt mir. Im nachfolgenden Video, das letzte übrigens in dieser Reihe, zeige ich auf, im Dialog mit anderen und auch mit mir selbst, wie ich mich dieses Themas annäherte. Und genau diese Erfahrung möchte ich hier weitergeben. Bevor ich jedoch mit Gender, to Gender, diese Gendersprache weitermache, ein kleiner, sehr kleiner Überblick über das Geschlecht. Detaillierte Beschreibung siehe das jeweilige Video dazu. Lasst uns also beginnen. Sexus. Dieser Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Geschlecht oder Geschlechtsverkehr. Etymologisch leitet er sich von secare, schneiden ab, was auf die biologische Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen hinweisen könnte. Denotation. Die Denotation von Sexus bezieht sich normalerweise auf das biologische Geschlecht eines Organismus. Das heißt, ob er als männlich oder weiblich klassifiziert wird, basierend auf körperliche Merkmale wie Genitalien und Chromosomen. Genus. Genus bezieht sich auf das grammatikalische Geschlecht von Substantiven in vielen Sprachen wie Deutsch, wo es männlich, weiblich und sächlich gibt. Das hat normalerweise nichts mit Intergender, Gender oder Gender kleingeschrieben zu tun. Intersex. Dieser Begriff bezieht sich auf Personen, deren körperliche Merkmale, Chromosomen oder Fortpflanzungsorgane nicht eindeutig dem traditionellen binären Geschlechtsmodell von männlich oder weiblich entsprechen. Intersexuelle Menschen können eine Vielzahl von biologischen Variationen aufweisen, die sie von den traditionellen Geschlechtskategorien unterscheiden. Intergender. Dies ist eine Unterkategorie von Gender, großgeschrieben. Dieser Begriff bezieht sich auf die Erforschung und das Verständnis von Geschlechtsidentitäten, die nicht in die traditionelle binäre Vorstellung von männlich und weiblich passen. Es geht um die Anerkennung und Akzeptanz von vielfältigen Geschlechtsidentitäten jenseits der binären Vorstellung. Transgender. Dies ist auch eine Unterkategorie von Gender, großgeschrieben. Transgender ist ein Begriff, der sich auf Menschen bezieht, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Zum Beispiel kann jemand, der bei der Geburt als männlich klassifiziert wurde, sich selbst als weiblich identifizieren. Dies betrifft die persönliche Geschlechtsidentität und hat nichts mit dem grammatischen Genus oder sozialen Konzepten von Geschlecht zu tun. Transgender ist in dieser Hinsicht relevant, da es sich auf Menschen bezieht, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Es ist ein Teil des Gesamtkonzepts von Gender, großgeschrieben. Wer mich kennt, weiß jetzt, was kommt. Die Etymologie und Denotation der Begriffe Gender als Substantiv und Gender to Gender als Verbum.
Diese Begriffe sind wesentlich, um das Verständnis von Geschlecht in all seinen Facetten und im sozialen Kontext zu vertiefen. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Diskussion über Geschlechteridentität und Geschlechtervielfalt. Also, erstens, Gender Substantiv. Etymologie. Das Wort Gender stammt aus dem mittelenglischen Wort Gendre, was wiederum aus dem altfranzösischen Wort Gendre hervorging. Das altfranzösische Gendre leitet sich vom lateinischen Genus ab, was Geschlecht oder Art bedeutet. Denotation. Im heutigen Gebrauch bezieht sich das Substantiv Gender auf die sozialen und kulturellen Konzepte von Geschlecht, die über die biologische Klassifikation hinausgehen. Es drückt aus, wie Menschen in einer Gesellschaft Geschlecht verstehen, definieren und ausleben. Dies schließt die Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsstereotype mit ein. Gender wird verwendet, um die Vielfalt und Komplexität von Geschlecht in verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten zu beschreiben. Zweitens. To gender, Verbum. Etymologie. Das Verbum to gender leitet sich von der Substantivform gender ab. Es ist ein Prozess, bei dem Geschlecht in verschiedenen Aspekten der Gesellschaft zugewiesen oder zugeordnet wird. Es hat keine separate Etymologie, das sich direkt aus dem Substantiv ableitet. Denotation. Das Verbum to gender bezieht sich auf den Akt der Zuweisung von Geschlecht oder Geschlechtskategorie zu einer Person, Sache oder einem Konzept. Dies kann in der Sprache, in sozialen Rollen oder in anderen Aspekten der Gesellschaft auftreten. Zum Beispiel könnte to gender bedeuten, jemanden als männlich oder weiblich zu bezeichnen oder geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu verwenden, um die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten besser zu berücksichtigen. In jüngerer Zeit wurde die Bedeutung von Gendern erweitert, um die bewusste Berücksichtigung und Inklusion von Vielfalt und Geschlechtsidentitäten zu fördern. Das Substantiv Gender ist also der Oberbegriff für die sozialen und kulturellen Konzepte von Geschlecht, der über die bloße biologische Klassifikation hinausgeht. Es drückt aus, wie Menschen in einer Gesellschaft Geschlecht verstehen, definieren und ausleben. Dies beinhaltet erstens die Geschlechtsidentität, wie eine Person sich selbst in Bezug auf ihr Geschlecht fühlt und identifiziert, unabhängig von den bei der Geburt zugewiesenen biologischen Merkmalen. Zweitens, Geschlechtsrolle, die Erwartungen und Verhaltensweisen, die in einer Gesellschaft mit einem bestimmten Geschlecht verbunden sind. Zum Beispiel können Geschlechtsrollen beinhalten, welche Aktivitäten oder Verhaltensweisen als männlich oder weiblich eingesehen werden. Drittens, Geschlechtsausdruck, wie eine Person ihr Geschlecht nach außen hin ausdrückt, einschließlich Kleidung, Verhalten und so weiter. Viertens, Geschlechtsstereotype, Vorurteile oder Annahmen darüber, wie Personen aufgrund ihres Geschlechts sein sollten, die oft unrealistische oder begrenzende Erwartungen beinhalten. Gender oder to gender bezieht sich auf den Akt der Zuweisung von Geschlecht oder Geschlechtskategorie zu einer Person, Sache oder einem Konzept. Dies kann in der Sprache, in sozialen Rollen oder in anderen Aspekten der Gesellschaft vorkommen. Insgesamt bezieht sich also Gender, Substantiv, auf die sozialen, kulturellen und persönlichen Aspekte von Geschlecht, die die Identität und Erfahrungen einer Person formen können. Es ist ein wichtiger Begriff, um Geschlecht in seiner vollen Vielfalt und Komplexität zu verstehen. Gender, das Wort Gender in Kleinschreibung, wird häufig verwendet, um sich auf geschlechtsneutrale Begriffe
und Konzepte zu beziehen, insbesondere in Bezug auf Berufsbezeichnungen oder andere Bezeichnungen, die traditionell Geschlecht spezifiziert haben. Zum Beispiel Server statt Waiter oder Flight Attendant statt Stewardess. Dies dient tatsächlich dazu, die Sprache geschlechtsneutral zu gestalten und alle Geschlechter einzuschließen. Das ist genau der springende Punkt zu der Frage: Was hältst du von Gendersprache? Achtung, das englische Wort Sex wird weiterhin verwendet, insbesondere wenn es sich um das biologische Geschlecht, die Fortpflanzung oder ähnliche biologische Aspekte handelt. Es ist also nicht so, dass es absolut vermieden oder abgelehnt wird. In wissenschaftlichen, medizinischen oder biologischen Kontexten ist es nach wie vor relevant und gebräuchlich. Allerdings wird im sozialen und kulturellen Kontext zunehmend Wert darauf gelegt, geschlechtsneutrale Sprache zu verwenden, um die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten besser zu berücksichtigen. In diesen Fällen könnten alternative Formulierungen wie Gender oder Gender Identity verwendet werden, um klarzustellen, dass es um die sozialen oder persönlichen Aspekte von Geschlecht geht, die über das biologische Geschlecht hinausgehen. Es hängt also von der spezifischen Situation und dem Kontext ab, ob das Wort Sex verwendet wird oder ob man auf geschlechtsneutrale Begriffe ausweicht. Interessant, oder? Wer hat das alles bis hierher gewusst? Hand hoch. Ich wusste das nicht. Da ich in Deutschland lebe, möchte ich mich nur auf die aktuelle Situation hier in Deutschland konzentrieren, auch wenn ich hin und wieder nach England springe, zumindest linguistisch, um manche Erklärungen verständlicher zu machen. Meine Gedanken hier in Dialogform. Ja, ich spreche von der Anstrengung, geschlechtsneutrale Sprache im Deutschen zu verwenden. In Deutschland gibt es Diskussionen darüber, wie man die Sprache inklusiver gestalten kann, um die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten widerzuspiegeln und alle Menschen einzuschließen. Ein häufiger Ansatz ist die Verwendung von Begriffen wie Bürger-innen oder Bürger-innen, um geschlechtsneutrale Formen zu schaffen. Diese Bemühungen sollen sicherstellen, dass die Sprache niemanden ausschließt und dass sich Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht in der Kommunikation repräsentiert fühlen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Einführung geschlechtsneutraler Sprache in einer Sprache, die grammatische Geschlechter hat wie männlich, weiblich, sächlich, herausfordernd sein kann und unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Die Absicht hinter diesen Bemühungen ist, eine inklusive und respektvolle Sprache zu fördern, die die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten berücksichtigt. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht, oder? Denn das Beispiel Bürger-innen oder Bürger-innen ist schriftlich, nicht verbal, also nicht Audio. Und womit genau werden durch ein Sternchen oder Unterstrich alle Geschlechter angesprochen? Im Übrigen, diese Schreibweise BürgerInnen gibt es schon lange in der deutschen Schreibweise. Die habe ich sogar oft benutzt. Ist es nicht eher so, dass to gender tatsächlich einen Begriff meint für alle Geschlechter, wie zum Beispiel Studierende oder Studierenden für Student und Studentin, anstatt Student-innen zu sagen? Ich persönlich empfinde nämlich diese Schreibweise Bürger-innen oder Bürger-innen als diskriminierend. Alle anderen Geschlechter werden also auf ein Sternchen, Unterstrich oder Leerzeichen herunter reduziert?
Du bringst hier einige wichtige Punkte auf. Tatsächlich kann die Verwendung von ein Leerzeichen oder Unterstrich oder ein Sternchen in geschriebener Sprache wie BürgerInnen oder Bürger-innen in gesprochener Sprache, also in einem Audioformat, nicht effektiv umgesetzt werden. Dies kann in der Praxis problematisch sein. Der Gedanke hinter dieser Schreibweise ist, eine Möglichkeit zu bieten, alle Geschlechter einzubeziehen und nicht binäre oder geschlechtsneutrale Identitäten zu respektieren. Es soll verdeutlichen, dass die Gruppe nicht auf eine bestimmte Geschlechtsidentität beschränkt ist. Deine Idee, to gender, als Alternative zu verwenden, ist ebenfalls eine Möglichkeit, geschlechtsneutrale Sprache zu fördern. Zum Beispiel könnte man tatsächlich Studierende anstelle von StudentInnen sagen, um alle Geschlechter einzuschließen. Es ist wichtig, dass Menschen in der Gesellschaft gemeinsam nach Lösungen suchen, die die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten respektieren und inklusiv sind. Und ja, es ist auch wahr, dass die Verwendung von Sternchen oder Unterstrich nicht von allen als inklusiv empfunden wird. Und einige Menschen können diese Schreibweisen als problematisch oder verwirrend ansehen oder sogar als diskriminierend. Die Debatte darüber, wie geschlechtsneutrale Sprache am besten umgesetzt werden kann, ist komplex und kann von verschiedenen Meinungen geprägt sein. Am wichtigsten ist es, dass die Absicht hinter diesen Bemühungen darin besteht, Respekt und Inklusion zu fördern, und es ist sinnvoll, darüber offen und respektvoll zu diskutieren, um gemeinsame Lösungen zu finden. Bedingt es aber nicht ein gemeinsam mit allen? Ich habe nämlich den Eindruck, da hat sich eine Gender-Polizei aufgetan und will den Rest dazu zwingen, etwas zu machen. Und ich bilde mir sogar ein, ohne die Genderfamilie zu berücksichtigen oder gar mit einbezogen hat. Und das nervt. Und nicht nur mich. Oder was denkst du darüber? Du bringst tatsächlich einen wichtigen Punkt zur Diskussion. Die Frage der geschlechtsneutralen Sprache und wie sie in die Gesellschaft eingeführt wird, ist in der Tat ein komplexes und kontroverses Thema. Es gibt verschiedene Ansichten und Meinungen dazu. Es ist absolut entscheidend, dass Bemühungen um geschlechtsneutrale Sprache in einer inklusiven und respektvollen Weise angegangen werden. Das bedeutet, dass alle Geschlechtsidentitäten und Meinungen gehört werden sollten. Es ist nicht sinnvoll, eine Genderpolizei zu haben, die anderen vorschreibt, wie sie sprechen sollen, ohne die Vielfalt der Meinungen und Bedenken zu berücksichtigen. Es ist wichtig, dass Diskussionen über geschlechtsneutrale Sprache in der Gesellschaft offen und respektvoll geführt werden, um gemeinsame Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse und Anliegen aller berücksichtigen. Natürlich, es ist auch möglich, dass es im Laufe der Zeit zu Änderungen oder Anpassungen in der Art und Weise kommt, wie geschlechtsneutrale Sprache umgesetzt wird, um besser auf die Anliegen und Bedürfnisse der Menschen einzugehen. In jedem Fall sollte der Fokus auf Inklusion und Respekt liegen, und Diskussionen sollen in einem Geist der Zusammenarbeit geführt werden, um sicherzustellen, dass alle Stimmen gehört werden. Also gut, zurück zu To Gender. Verstehe ich das richtig, dass das ein englisches Wort ist, welches eingeführt wurde, um in der Sprache und Schrift sich geschlechtsneutral auszudrücken? Ja, du verstehst das richtig. Das englische Wort to gender
Verbum wurde eingeführt, um in der Sprache und Schrift einen Weg zur geschlechtsneutralen Kommunikation zu bieten. Es ermöglicht, Begriffe oder Ausdrücke so zu verwenden, dass sie alle Geschlechter einschließen, ohne auf eine bestimmte Geschlechtsidentität hinzuweisen. Dies kann in verschiedenen Kontexten nützlich sein, um inklusiv und respektvoll zu kommunizieren. Heißt es weiterhin, dass neue Wortschöpfungen kreiert werden, um bestimmte Wörter geschlechtsneutral zu erhalten, wie Surfer, Flight Attendant? Ja, auch das ist korrekt. In vielen Fällen werden neue Wortschöpfungen oder alternative Formulierungen kreiert, um bestimmte Wörter geschlechtsneutral zu halten und alle Geschlechter einzubeziehen. Dies geschieht oft, indem man traditionelle, geschlechtsspezifische Begriffe durch geschlechtsneutrale ersetzt. Im Englischen zum Beispiel, das hatten wir jetzt schon oft angesprochen, statt Waiter für Kellner kann Server verwendet werden. Statt Stewardess kann Flight Attendant verwendet werden. Diese Bemühungen sollen sicherstellen, dass die Sprache inklusiver wird und niemand aufgrund seines Geschlechts ausgeschlossen wird. Es ist nur eine Möglichkeit, die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Ausdrücke zu respektieren und zu berücksichtigen. Okay, jetzt lebe ich nun mal in Deutschland und habe deutsche Fragen. Kennst du auch Bemühungen in Deutschland, in der der Versuch gestartet wird oder gestartet ist, nicht nur Wörter mit Sternchen und Unterstriche oder Leerzeichen zu versehen, weil manche ergeben einfach keinen Sinn, sondern tatsächlich nachvollziehbare Neuschöpfungen zu erschaffen, anstatt StudentInnen dafür Studierende. Ja, in Deutschland gibt es Bemühungen, geschlechtsneutrale Sprache zu fördern, und einige dieser Bemühungen beinhalten die Schaffung neuer Wortschöpfungen, die geschlechtsneutral sind. Ein gutes Beispiel dafür ist tatsächlich die Verwendung von Studierende anstelle von StudentInnen oder Studentinnen und Studenten. Studierende ist ein geschlechtsneutrales Substantiv und kann sich auf Personen jeglichen Geschlechts beziehen, die an einer Hochschule studieren. Es gibt auch andere ähnliche Beispiele, in denen neue Begriffe oder Formulierungen verwendet werden, um die Geschlechtsneutralität zu fördern und inklusiver zu sein. Diese Bemühungen können je nach Kontext variieren und sind oft Gegenstand von Diskussionen und Debatten in der Gesellschaft. Die Verwendung von Studierende anstelle von StudentInnen ist ein Beispiel für einen Versuch, geschlechtsneutrale Sprache in einer Weise zu fördern, die für viele Menschen verständlich und akzeptabel ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das du auch noch von mir hast. Okay, hast du mir mehr Beispiele dafür? Ja, natürlich. Hier sind einige weitere Beispiele für geschlechtsneutrale Begriffe und Formulierungen, die in Deutschland verwendet werden. Erstens, Lehrkraft. Anstelle von Lehrer oder Lehrerin kann Lehrkraft verwendet werden, um sich auf Lehrer unabhängig vom Geschlecht zu beziehen. Zweitens, Mitarbeitende. Statt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kann Mitarbeitende verwendet werden, um Personen in einer Organisation oder in einem Unternehmen zu beschreiben. Drittens, Studieninteressierte. Dieser Begriff wird verwendet, um sich auf Personen zu beziehen, die an einem Studium interessiert sind, unabhängig von ihrem Geschlecht. Viertens, Besucherinnen und Besucher. In öffentlichen Einrichtungen oder Veranstaltungen wird oft die Formulierung Besucherinnen und Besucher verwendet, um alle Anwesenden einzuschließen. Fünftens, Stadtverwaltung. Anstelle von Stadtrat oder Stadträtin kann Stadtverwaltung verwendet werden, um sich auf das Gremium oder die Organisation in einer Stadt zu beziehen.
Sechstens, Gäste statt der Gast oder die Gästin, ja, das ist tatsächlich der Begriff für einen weiblichen Gast, können Orte und Unternehmen einfach Gäste verwenden, um sich auf alle Besucher zu beziehen. Diese Beispiele zeigen verschiedene Ansätze zur geschlechtsneutralen Sprache in Deutschland. Die Verwendung solcher Begriffe kann, je nach Kontext und persönlichen Vorlieben, variieren, und es gibt weiterhin Diskussionen darüber, wie am besten eine inklusive Sprache erreicht werden kann. Komm, Gäste hat es schon immer gegeben. Ich meine das Wort Gäste. Das ist richtig. Gäste ist ein Beispiel für ein Wort, das geschlechtsneutral ist und schon immer verwendet wurde. Es soll nur darauf hinweisen, dass dadurch das der männlich und die weiblich vermieden wird oder vermietet werden kann. Es gibt einige Wörter in der deutschen Sprache, die von Natur aus geschlechtsneutral sind. Und sie wurden schon lange genutzt, um Personen unabhängig von ihrem Geschlecht zu beschreiben. Das zeigt, dass die deutsche Sprache bereits einige geschlechtsneutrale Möglichkeiten bietet, ohne dass neue Begriffe geschaffen werden müssen. Aber das Besucherinnen und Besucher irritiert mich jetzt aber. Wo ist hier die Neutralität? Verstehe, warum das irritierend sein könnte. Die Formulierung Besucherinnen und Besucher ist in der Tat eine Bemühung, sowohl männliche als auch weibliche Besucher einzubeziehen und so geschlechtsneutral wie möglich zu sein. Allerdings kann sie für einige Menschen als unhandlich empfunden werden, da sie in gewisser Weise die Geschlechter noch hervorhebt, anstatt sie zu neutralisieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Förderung von geschlechtsneutraler Sprache in verschiedenen Formen erfolgt. Und es gibt keine universelle Einigung darüber, welche Formulierungen am besten sind. Manche Menschen bevorzugen einfach Gäste oder ähnliche bereits vorhandene geschlechtsneutrale Begriffe, um derartige Irritation zu vermeiden. Das zeigt, dass geschlechtsneutrale Sprache ein vielschichtiges Thema ist und verschiedene Herangehensweisen und Präferenzen gibt. Das Ziel ist jedoch immer, oder sollte zumindest sein, inklusiv und respektvoll zu sein und niemanden aufgrund seines Geschlechts auszuschließen. Halt, wir wollten geschlechtsneutral bleiben, ja? Also dafür haben wir noch keins, oder? Ja, du hast recht. Geschlechtsneutral wäre eine bessere Beschreibung, da Neutralität Geschlechter nicht ausschließt, sondern alle einschließt. Ein besseres, neutrales Wort könnte also Besuchende sein. In der Tat kann es schwierig sein, vollständig geschlechtsneutrale Begriffe zu finden, die in allen Kontexten funktionieren und von allen auch noch akzeptiert werden. Die deutsche Sprache hat bereits einige geschlechtsneutrale Begriffe, aber die Anstrengungen, weitere zu schaffen oder vorhandene geschlechtsspezifische Begriffe zu modifizieren, sind fortlaufend und können je nach Region und Präferenz jedoch variieren. Es ist ein Prozess, bei dem die Gesellschaft nach Wegen sucht, die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten zu respektieren und gleichzeitig klar und verständlich zu kommunizieren. Es ist wichtig, dass diese Bemühungen in einer Weise erfolgen, die für die Mehrheit der Menschen verständlich und akzeptabel ist, ohne andere zu verwirren oder zu verkomplizieren. Aber immerhin gefällt mir, wenn man Menschen nicht dazu drängt, dieses Sternchen und Doppelpunkt oder Unterstrich oder Leerzeichen zu benutzen. Wie zum Beispiel bei einem großen deutschen Automobilkonzern, und ein Mitarbeiter scheitert auch noch vor Gericht. Das nenne ich Zwang von oben. Und das hat gar nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, oder? Das erinnert mich jetzt an etwas, aber okay. Ja, das ist ein interessantes Beispiel.
Die Verwendung von geschlechtsneutraler Sprache kann von Unternehmen und Organisationen unterschiedlich gehandhabt werden. Man könnte also auch von Hausrecht sprechen. Einige setzen aktiv geschlechtsneutrale Sprache in ihrer Kommunikation und Dokumentation ein, während andere das nicht tun. Hier ist es wichtig zu beachten, dass die Rechtslage und die Standards für geschlechtsneutrale Sprache von Land zu Land und von Unternehmen zu Unternehmen variieren können. Einige Länder haben Gesetze oder Richtlinien zur Förderung von geschlechtsneutraler Sprache, während andere das nicht tun. Der Fall, den du erwähnst, zeigt jedoch, dass es Situationen geben kann, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Gericht ziehen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Rechte verletzt werden. Dies verdeutlicht die Bedeutung des Themas und die Notwendigkeit, verschiedene Ansichten und Anliegen zu berücksichtigen und um inklusive Lösungen zu finden. Müsse das nicht Mitarbeitende heißen, wenn wir schon von geschlechtsneutral sprechen? Ja, da hast du recht. Mitarbeitende ist eine geschlechtsneutrale Form und trägt dazu bei, Genderneutralität in der Sprache zu fördern. Ha, I got you. Ja, du hast mich tatsächlich erwischt. Dann wäre das jetzt auch geklärt. Zum Thema habe ich noch eine Frage. Wissen denn die Deutschen, oder anders gefragt, weißt du, ob es in Deutschland der Unterschied zwischen Gender als Substantiv und Gender als Verbum bekannt ist? Oder worauf stützen sich die Befürworter des Gendern, Verbum, im Sinne von Bürger, Sternchen, innen? Die Unterscheidung zwischen Gender als Substantiv und Gendern als Verb ist vielen Menschen in Deutschland bewusst, insbesondere da die Debatte um geschlechtsneutrale Sprache und das Gendern in den letzten Jahren verstärkt wurde. In öffentlichen Diskussionen, Bildungseinrichtungen und Medien wird oft darüber gesprochen und aufgeklärt. Allerdings kann nicht jeder Bürger in Deutschland zwangsläufig mit dieser Unterscheidung vertraut sein. Das hängt oft wohl von der Bildung, dem Interesse und der persönlichen Erfahrung einer Person ab. Diejenigen, die sich aktiv mit Geschlechtsfragen und Sprachwandel beschäftigen, sind in der Regel besser über solche Unterscheidungen informiert. In Bildungseinrichtungen, Behörden und Organisationen gibt es oft auch Bemühungen zur Sensibilisierung und Aufklärung in Bezug auf geschlechtsneutrale Sprache und das Gendern. Insgesamt kann man sagen, ist das Bewusstsein über diese Unterscheidung in Deutschland jedoch gestiegen, da die Diskussion über Geschlechtsidentitäten und Sprache in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Okay, meine Erfahrung ist, dass das gerne verwechselt wird, zumindest in meinem näheren Umfeld. Es ist durchaus möglich, dass Menschen in deinem Alltag, Georg, die Unterscheidung zwischen Gender und Gendern, Verbum, gelegentlich verwechseln, insbesondere wenn sie nicht regelmäßig in Diskussionen über geschlechtsneutrale Sprache und Geschlechtsidentitäten involviert sind. Das ist normal und kann auch in vielen anderen Gesprächen auftreten. Es ist jedoch eine positive Entwicklung, dass das Bewusstsein für diese Unterscheidung zunimmt und durch Bildung und Aufklärung können Missverständnisse reduziert werden. Wenn Fragen auftauchen oder Unklarheiten bestehen, ist es eine gute Gelegenheit, aufklärende Gespräche zu führen und Menschen über die Bedeutung und Verwendung dieser Begriffe zu informieren. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, wie ich mein Video positiv zu diesem Thema Gendern, Verbum, abschließen soll oder kann. Es gibt nämlich noch so viel zu erzählen. Ja, meine Reise war sehr, sehr lange. Ich starte mal meinen Versuch.
Abschließend möchte ich betonen, dass Gender als Substantiv auf die sozialen und kulturellen Konzepte von Geschlecht hinweist, während gendern als Verb den Prozess beschreibt, geschlechtsneutrale Sprache zu verwenden und Texte anzupassen und die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten angemessen zu repräsentieren. Ich hoffe, eigentlich wünsche ich es mir, dass dieses Video dazu beitragen kann oder beigetragen hat, den Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten klarer zu machen und dass es dazu beigetragen hat, dein Verständnis zu vertiefen. Ich möchte dich dazu ermutigen, weiterhin über dieses Thema nachzudenken und Gespräche darüber zu führen, um Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Indem wir die Bedeutung von geschlechtsneutraler Sprache und das Gendern verstehen, können wir gemeinsam zu einer inklusiveren Gesellschaft beitragen. Alle Welt schreit doch um Diversität. Na dann? Es ist wichtig zu beachten, dass der Gebrauch von Sternchen oder ähnlichen Zeichen in geschlechtsneutralen Formulierungen diskriminiert verstanden werden können. Die Art und Weise, wie geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet werden, sollte daher sorgfältig abgewogen werden, um sicherzustellen, dass sie inklusiv und respektvoll sind. Kommentare erwünscht in diesem Sinne. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ludwig Wittgenstein. Weisheiten zum Mitnehmen. Georg Muratidis bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.